Irgendwie dachte ich, die irische Provinz ist sicher entspannend, aber ich muss sagen, es hat jetzt doch irgendwie was Deprimierendes. Mal schauen. Vielleicht ändert sich die Stimmung noch. Sehr interessantes Innendesign hier. Sehr progressiv irgendwie. Ich hätte gar nicht erwartet. Es ist gar nicht so leicht, hier rauszukommen aus dem Ort. Die Hauptstraße geht halt immer weiter. Es gibt keine Abzweigung, falls es doch mal eine gibt. Entpuppt sie sich gleich als Sackgasse. Jetzt konnte ich doch nochmal, als ich zurückging, eine recht breite Abzweigung sogar finden. Allerdings geht ja auch nur der Ort quasi in eine andere Richtung weiter. Und man hat hier vielleicht schon regelrecht symbolisch eine Mauer, von hier auch ja nicht rauskommt. Mal schauen, was das hier ist. Gemäß meiner Theorie nur eine weitere Sackgasse, aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Pferde und Hunde. Okay, da hinten geht es weiter, steht aber kein Eingang dran. Klingt jetzt nicht so optimal. Naja. Also es wird jetzt doch ländlicher. Ich werde jetzt doch ganz optimistisch, dass es hier doch noch einen Ausgang gibt. Okay, man kann hier ein Haus kaufen. Es gibt eine Text Alert Area, was auch immer das sein mag. Rechts kann man noch ein Haus kaufen. Und dann gibt es noch ein Country House. Wer nun denkt, dem Ort fehlt die Vitalität, der täuscht sich allerdings gewaltig, denn Crockwell hatte 2022 viermal so viele Einwohner wie noch 1996, wie die letzte Volkszählung ergeben hat. Was den Namen Crockwell angeht, gibt es die Spekulation, dass Crockwell ursprünglich Creechmoil hieß. Creech heißt so viel wie Plünderung und bezieht sich offenbar darauf, dass hier sehr viele Rinder geplündert wurden. Es gibt aber auch eine andere Theorie. Nachdem hieß es nicht Creechmoil, sondern Moment mal. Creamchoil. Und Creamchoil bedeutet anscheinend so viel wie Knoblauchholz. Allerdings konnte sich diese Theorie bisher nicht durchsetzen. Gut vorstellbar, dass es sich hier um eine ehemalige Rinderweidefläche handelt. Wie man sieht, ist sie leer. Wohingegen, ob das ein Knoblauchholzbaum ist, kann ich nicht beurteilen. Deshalb möchte ich mir hier auch gar keine Meinung zu anmaßen. Aber als Laie kann ich beurteilen, dass diese Weidefläche leer ist.
Nach diesem Ausflug ins Faktische ist meine leicht beklommene Stimmung nun wieder etwas aufgeklärter. Und ich gehe zurück nach Crockwell und schaue, ob ich dort was zu essen finde. Kann mich täuschen, aber es sieht so aus, als ob man hier bereits Platz für sehr viele zukünftige Tote reserviert hat. Es macht zwar Sinn, sehr pragmatisch gedacht, aber irgendwie wirkt es ein wenig makaber. Fast wäre ich in die Pizzeria mit der stilvollen Einrichtung gegangen, aber irgendwie sah das jetzt doch nicht so einladend aus. Fisch und Chips möchte ich auch nicht schon wieder essen. Da werde ich mal mein Glück an der Spartankstelle versuchen. So ein typisches irisches Abendessen. Gut. Auch gut. Erstaunlich gut gewürzt. Und hier bekommt man bereits Lust auf die nächsten leckeren Speisen. Alles sehr durchdacht. Ja, gute Gastronomie muss nicht kompliziert sein.